komplett neu vorgestellt, die Xerion 12er Serie. Wir haben bei dem Fahrzeug hier einiges anders gemacht als in der Entwicklung, wie wir das normalerweise von Traktoren kennen. Wir sind aber mit dem Konzept, was wir jetzt haben, komplett den Xerion-Prinzipien treu geblieben. Das heißt, auch hier haben wir einen starren Rahmen, so wie wir es vom Xerion kennen. Und auch hier fahren wir stufenlos. So, das heißt, hier hat man dann mit einem Mercedes-Motor 15,6 Liter eben auch die Möglichkeit, dass wir stufenlos fahren können. Das Dämpfungssystem, was wir hier verbaut haben, ist auch besonders wichtig. Einmal klar für den Fahrkomfort, aber auch um die Schwingungen aus der Maschine rauszuhalten. Und eben durch die großen Umschlagsrollen, die wir dann auch haben, können wir die Temperatur in dem Raupenlaufwerk eben auch gering halten. Die Mitroller auch hier unten sind wieder pendelnd aufgehängt, damit wir uns eben auch hier mit dem Raupenlaufwerk kein starres Dreiecksystem haben, sondern uns unten auch an den Bodenverhältnissen anpassen. Helmut Klaas hat mal gesagt, okay, wir brauchen mehr Motorleistung im Xerion. So, dann ist natürlich das eine, okay, ich brauche mehr Motorleistung, dann brauche ich erstmal auch einen größeren Kühler. Gut, dann brauche ich eine größere Motorhaube. Wenn ich eine größere Motorhaube habe und einen größeren Motor, brauche ich natürlich auch andere Achsen. Wir haben hier auch immer noch die Rabe-Achsen verbaut, aber einfach eine verstärkte Version davon. Ja, wenn ich dann natürlich mehr Motor habe, größere Achsen, brauche ich natürlich auch einen größeren Tank, weil ich habe auch mehr Verbrauch. Wenn der Tank größer wird, habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen längere Arbeitstage. Also brauche ich eine größere Kabine, weil der Kunde muss oder der Fahrer muss natürlich auch ein bisschen länger auf der Kabine bleiben. Also noch eine größere Kabine drauf und zack, war das neue Konzept eigentlich dann schon fertig. Ja, wir sitzen hier auf den neuen Xerion 12650. Heißt 650 PS. Die wollen wir jetzt erstmal starten. Hinten ist der Zündschlüssel. Gerade ein bisschen warten, dass wir die Zündung ein bisschen hochfahren lassen. Und jetzt fahren halt die Computer. Hier unten haben wir das C-Bis, wo wir ganzen Trecker-Bedienungen drauf haben. Hier oben halt das Lenksystem-Terminal. Und hinten sehen wir halt noch die Frontkamera. Rechts und links haben wir vorne in dem Motorhaube eine Frontkamera, um halt dann, ja, wenn man halt enge Feldeinfahrten hat, um dort halt dann reinzuschauen. Dann. So, jetzt ziehen wir unser Lenkrad zu einem hin, kennt man vom Auto oder halt vom LKW auch, um dort halt ja komfortabel ja, eine gute Sitzposition zu haben. Habe die Möglichkeit, meinen Sitz zu drehen. Das habe ich hier unten einen Klicker, da kann ich halt komplett den Sitz nach rechts drehen, um dort halt ja komfortabel rechts über die Schulter aufs Anbaugerät zu schauen. Jetzt sind die Computer alle hochgefahren, beziehungsweise das Lenksystem dauert noch gerade ein bisschen. Und hier haben wir jetzt halt die Möglichkeit einmal zu bestätigen. Hier sagt er mir halt den Düsenfüllstand, hat er mir angezeigt und halt was eigentlich die Funktionstasten sind. Die Funktionstasten, die kann ich mir frei belegen. Habe ich halt die Möglichkeit, das Anbaugerät hoch, runter, ausklappen, einklappen, Sporenreißer, je nachdem, was ich halt dann von Anbaugerät hinter habe. Jetzt habe ich zum Beispiel F9, F10 die Tasten. Mache ich halt dann den Grubberschar halt ausheben oder halt den Grubber wieder absenken. Jetzt ist das Lenksystem, einmal bestätigen. Und jetzt hat man eben schon eine Linie gemacht. Wir haben ja schon 2, 3 Bahnen hier gegrubbert. Jetzt drücke ich halt einmal mit dem Daumen die orange Taste, mache den Joystick nach vorne, dann zeigt er mir den Vorwärtsfall an, Handbremse geht automatisch los und ich kann halt mit der Maschine halt entweder über das Fußpedal, über das Gaspedal oder halt über den Joystick dann halt fahren. Jetzt gucken wir mal einmal, das war kein Überfahren und dann wir haben hier hinter einen 9 Meter Grubber, das ist ein Fortis von Horsch, der ist 9 Meter breit und hat, ja, wir arbeiten etwa eine Arbeitstiefe von 17 cm. Ja, machen wir halt hier über F9, machen wir die Schare rein. Dann sehen wir halt hier oben die Lenksysteme, die Linie. Habe dann halt hier meinen Automatikknopf. Dieser Knopf, den drücke ich einmal. Wenn ich halt einmal drauf drücke, dann fängt er an zu piepen. Der Knopf ist aktiviert. Und dann kann ich halt das Lenkrad nach vorne schwenken. Und habe halt ja, die Möglichkeit über den Tempomat, der hier oben drauf ist, drauf zu drücken, steht bei 7 km/h.
Dann kann ich halt über den Joystick halt den Tempomat übersteuern, schneller machen. Ein Klack nach vorne, ist 1 km/h schneller. Jetzt fahren wir in etwa so 9 km/h und kann mir jetzt halt die Beine hochlegen. Ja, die Kabine ist größer geworden. Die Kabine ist halt ja, vorne 27 cm länger geworden. Die Scheibe ist halt nicht, wie man es halt kennt von den Glaskabinen. Ja, die Scheibe nach innen gezogen, weil wir halt hier keine Übersicht auf die Mähdrescher, auf den Schneidwerk haben müssen. Deswegen ist halt vorne die Scheibe gerade senkrecht runtergezogen worden, um dort halt mehr Beinfreiheit, mehr Platz für Taschen oder halt für Beifahrer, dass die dann halt Oh, guck mal, da hinten die Sonne. Ja, leider sind die Bedingungen nicht ganz so gut. Ja, jetzt fahren wir halt hier so mit 17 cm Arbeitstiefe rum, fahren so 10 km/h mit 9 Meter Arbeitsgerät. Im Vorfeld ist hier eine Scheibenenge hergelaufen. Heißt also, die Scheibenenge hat hier vorher die Stoppelreste eingearbeitet und jetzt halt arbeiten wir halt mit dem Grubber auf 17 cm halt dadurch. Ja, auch darunter ist eine Kühlbox unter dem Beifahrersitz. Und wir haben halt 1400 Liter Diesel an Bord. Komplett anderes Segment, was wir ja bedienen mit der Maschine und auch ein sehr, sehr wichtiges Segment für uns. Den Xerion als 5000er und 4.2er wird es weiterhin geben. Der bleibt so, den wird es auch immer noch geben als Truck, Truck VC und als Saddle Truck. Und die größte Änderung, die wir jetzt hier bei der Maschine haben, ist im Prinzip das Getriebe. Wir haben vorher beim Saddle Truck, Truck VC, hatten wir ja unterschiedliche Getriebe verbaut. Und man ist hier jetzt auf den Weg gegangen, dass man einfach nur noch ein Getriebe für alle Maschinen hat. Und ich habe jetzt halt die Möglichkeit mit dem Pumpenverteilgetriebe, dass ich immer eine Leistungshydraulik oder eben noch eine Zusatzhydraulik anbauen kann und damit einfach auch nochmal deutlich flexibler bin.